Was für eine Woche. Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: erstmals Multiplayer-Material zu Subnautica 2, Neues zum grauen RTS Dust Front, Red Chaos ab sofort auf Deutsch verfügbar, Foundation kündigt DLC-Content via Roadmap an, Desynced vor 1.0 Release, hingegen steht Here Comes the Swarm vor dem Early Access Start, The Possible One zeigt sich erstmals mit Demo und das Gothic Remake hat endlich einen Release-Termin. Also, schnell noch auf den Abo-Button hämmern und dann geht's los. Dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert, bei welchem ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen bekommt und so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen könnt. Zum Beispiel bekommt ihr hier das heute besprochene Foundation deutlich günstiger und könnt ebenso beim vor dem 1.0 Release stehenden Desynced ordentlich sparen. Zudem unterstützt ihr mit einem Kauf über meinen Partnerlink zusätzlich diesen Kanal hier massiv. Trotz aller Skandale ist Subnautica 2 nach wie vor das mit Abstand am meisten gewishlistete Spiel auf Steam. Wishlistete, sagt man das so? Teil 1 sowie das Spin-off Below Zero erhalten in den kommenden Tagen ein kostenloses Update für die Switch 2, durch welches diese dann im Docked-Modus mit 1040p mit 60 FPS und im Handheld-Modus mit 1080p und ebenfalls 60 FPS laufen. Das aber nur am Rande, denn heute geht es um den Multiplayer-Modus des zweiten Teils. Dieser wurde in Form eines Video-Devlogs das erste Mal vorgestellt und macht dabei eine überraschend unfertige Figur, vor allem wenn man bedenkt, dass das Spiel schon im vergangenen Jahr als fertig gemeldet wurde. Neu ist unter anderem ein Unterwasser-Fahrstuhl, mit welchem sich bis zu 4 Spieler gleichzeitig in die Tiefe ziehen können, und die schon jetzt sehr präsente Optimierung für PC-Handhelds. Auch zum sehr spannend klingenden Endzeit-RTS Dust Front gab es seit längerem mal wieder ein Update. Den Titel mit seinem sehr gewagten, aber unheimlich stimmigen Artstyle habe ich euch schon in einem Preview-Video genauer vorgestellt, schaut da also gerne auch mal rein. Neu sind jetzt aber Infanterie-Sniper-Einheiten, die Ziele via Laser markieren können und dann damit die Artillerie mit Zielen versorgen. Außerdem wurde die letzten Monate unter anderem an der Wegfindung gefeilt, sodass sich jetzt zum Beispiel Panzer korrekt drehen und Buggies über Hügel schanzen können, was wirklich sehr gelungen scheint. Leider gibt's immer noch keinen Release-Zeitraum, sodass ihr euch hier noch etwas gedulden müsst. Hingegen hat Red Chaos seinen Release schon hinter sich und wird nun von den Devs Stück für Stück ausgebaut. Mit dem Februar-Update hat der Titel einen Chaos-Mode erhalten, mit dem ihr, wie der Name schon sagt, für Chaos sorgen könnt, da ihr via Menü unendlich Einheiten und Gebäude spawnen könnt. Was genau der Sinn dahinter ist, erschließt sich mir erstmal nicht, aber vielleicht möchte man ja so auch einfach mal die Grenzen der Engine testen. Zudem kam eine neue 6-Spieler-PvP-Karte hinzu und ganz wichtig, endlich eine komplette deutsche Übersetzung. Foundation bleibt auch ein Jahr nach seinem Full-Release ein voller Erfolg und erhält dementsprechend jetzt via Roadmap-Ankündigung 2 Content-DLC-Erweiterungen. Beide DLCs sollen das Spiel nahtlos erweitern und sich auf neue Inhalte und Features konzentrieren, was natürlich erstmal sehr vage klingt. Bei Instant Gaming bekommt ihr den City Builder mit Siedleranleihen ab 22,20 € und seid damit wie immer eine ganze Ecke günstiger als über Steam direkt. Ebenfalls bei Instant Gaming günstiger ist Desynced ab 12,97 €.
welches jetzt nach knapp 3 Jahren Early Access auf seinen Release zusteuert. Genauer gesagt soll es am 5. März soweit sein und dann das Roboter-Automationsspiel nochmal ordentlich aufpolieren. In Desync versucht ihr via Drohnen auf einem fremden Planeten Fuß zu fassen und so Ersatzteile zu produzieren, um damit euer gestrandetes Mutterschiff im Orbit reparieren zu können. Neben Desync startet auch Here Comes the Swarm am 5. März, allerdings zunächst erstmal in den Early Access. Hierbei handelt es sich im Grunde um einen Tower Defense City Builder, der obendrauf auf ein RTS-Kampfsystem setzt. Im Spiel verteidigt ihr euch dementsprechend gegen Tausende von Gegnern gleichzeitig und setzt dabei auf Mauern, Abwehrtürme und mächtige Superwaffen. Die erste Version wird neben einem vollständigen Tutorial noch keine Kampagne beinhalten, dafür gibt es direkt Skirmish-Gefechte, Bosskämpfe und 2 Gottheiten, die zu unterschiedlichen Forschungsbäumen führen. Weiter geht's mit Possible One Lunar Industries. Hier erhaltet ihr im Grunde ein Mondkolonie-Management-Spiel, welches auf maximalen Realismus setzt und euch dementsprechend die Aufgabe nicht zu leicht macht. Nach erfolgreicher Beta-Phase hat der Titel nun eine erste Demo erhalten, die ihr ab sofort via Steam ausprobieren könnt. Im Spiel gründet ihr die erste dauerhafte Präsenz der Menschheit auf dem Mond und müsst darüber hinaus vor Ort verarbeitete Materialien zur Erde schicken, um so an wichtiges Kapital zu kommen. Darüber hinaus müsst ihr mit den mentalen Folgen des eintönigen Lebens eurer Siedler umgehen und euch zudem mit Strahlenvergiftungen und den Folgen von Schwerelosigkeit bzw. zu geringer Schwerkraft auseinandersetzen. Klingt spannend, sieht aber auf den ersten Blick noch etwas roh aus. Another one of those. Finally. Just you wait. Ah, the colony. So generous in its cruelty. Like in any prison, the simplest of all laws apply. Power, obedience, hierarchy. Violence refined into routine. Customs built and maintained by force, and who cannot withstand is quickly dumped. Zum Abschluss dann noch mein persönliches Highlight der Woche, denn das von mir abgöttisch geliebte Gothic bzw. dessen Remake hat endlich ein festes Release-Datum erhalten, auch wenn der Release leider noch ein paar Wochen entfernt ist. So beginnt die erneute Reise des namenlosen Helden durch die Strafkolonie am 5. Juni 2026 und wird nicht nur voll vertont sein, sondern auch die meisten deutschen Sprecher aus dem Original von 2001 zurückbringen. Hoffentlich versauen sie es nicht. Boah, hoffentlich. Übrigens ist auch noch eine Gothic 3 Classic Edition für alle Konsolen angekündigt, welche theoretisch ebenfalls noch dieses Jahr erscheinen müsste. In diesem Sinne, wie immer euch noch ein schönes Restwochenende und nächste Woche geht's dann hier dann voraussichtlich mit Anno 117 DLC-Content und Manor-Lords weiter. Bis dahin, haut rein. If there's a way out of here, I'll find it.